Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich einen Kasseler Braten zubereite und dazu gibt es selber gemachtes Kartoffelpüree aus dem Schnellkochtopf sowie Erbsen aus der Tiefkühltruhe. Ein gusseiserner Topf wird erhitzt, etwas Öl hineingegeben und wenn es heiß ist, gebe ich das Fleisch hinein. Ich habe hier ein Stück Kasseler Kotelett am Knochen von 750 Gramm. Das Fleisch lasse ich bei hoher Hitze anbraten. Nach ein paar Minuten wird es gewendet und auch die Oberseite wird angebraten. Das Anbraten ist notwendig, da dadurch Röstaromen entstehen können und gerade darum geht es ja oft beim Kochen. Jetzt gebe ich auch noch ein Stück Kasseler Rippe in den Topf und lasse auch dieses anbraten. Das Rippenstück wiegt so um die 250 Gramm, sodass ich insgesamt ungefähr 1 Kilo Fleisch habe. Den Topf habe ich absichtlich etwas klein gewählt, denn ich werde ihn später mit Wasser auffüllen und wenn das Fleisch den Topf weitestgehend ausfüllt, benötige ich weniger Wasser, was der Soße wiederum zugutekommen wird. Auch auf dem Knochen lasse ich das Fleisch anbraten, das alles gibt Röstaromen. Sobald das Fleisch rundherum schön braun ist, nehme ich es aus dem Topf. Während des Anbratens habe ich eine große Zwiebel grob in Würfel geschnitten und sie wird nun im Topf geröstet, bis sie glasig wird. Sehr geduldig war ich da nicht, ich habe ihr vielleicht 2 bis 3 Minuten gegeben und dann das Fleisch oben aufgelegt. Zum Abschluss fülle ich nun noch etwas Wasser auf und zwar so viel, dass das Fleisch fast bedeckt ist. Und nun erschließt sich euch auch, warum ich mich mit diesem kleinen Topf abgebe, denn bei einem größeren Topf müsste ich viel mehr Wasser zugießen. Nun wird der Topf auf kleines Feuer gegeben und bei sehr geringer Hitze 1 Stunde simmern gelassen, natürlich immer unter einem Deckel. Nach einer halben Stunde wende ich das Fleisch und lasse es eine weitere halbe Stunde schmoren. Nach 1 Stunde Garzeit mache ich mit einem Zahnstocher einen Test, ob das Fleisch weich genug ist. Dann drehe ich die Hitzezufuhr ab und lasse das Fleisch zugedeckt stehen und abkühlen. Man kann es auch über Nacht stehen lassen, am nächsten Tag schmeckt es umso besser. Bevor ich jetzt das Kartoffelpüree zubereite, bereite ich noch die Erbsen zu. In einem Topf wird etwas Butter ausgelassen und aufgetaute Tiefkühlerbsen dazugegeben. Sie werden gesalzen und gepfeffert und dann kommen noch ungefähr 2 bis 3 Esslöffel Wasser dazu. Deckel drauf und alles wird bei kleiner Hitze für 10 Minuten gegart und natürlich wird zwischendurch auch nochmal umgerührt. In diesen 10 Minuten kann ich das Kartoffelpüree zubereiten. Für die Zubereitung des Kartoffelpürees müssen Salzkartoffeln gekocht werden. Diese brauchen je nach Größe normalerweise so um die 20 Minuten, bis sie gar sind. Da ich es aber etwas eilig habe, koche ich sie im Schnellkochtopf. Sie werden wie immer geschält und gesalzen. Der Deckel mit seinem Bajonettverschluss wird festgezogen und der Verschluss des Überdruckventils auf Stufe 2 gestellt. Bei großer Hitzezufuhr werden die Kartoffeln zum Kochen gebracht. Anfangs entweicht noch etwas Dampf, wenn der Druck aber hoch genug ist, verschließt dieser den Mechanismus des Ventils. Das hört sich so an. Da das Ventil verschlossen ist und der Wasserdampf nicht entweichen kann, baut sich allmählich im Topf ein Druck auf. Dass sich der Druck jetzt aufbaut, erkennt man an dem Überdruckventil, das jetzt langsam ansteigt. Ich gebe das hier in Zeitraffer wieder. Bei mir hat es, glaube ich, 2 bis 3 Minuten gedauert. Durch diesen Druck entsteht im Topfinnern eine Temperatur, die über den üblichen 100 Grad liegt, und zwar werden die Kartoffeln jetzt bei 120 Grad gegart. Aufgrund dieser hohen Temperatur verkürzt sich die Kochzeit um ein Vielfaches. Wenn jetzt der zweite Ring des Überdruckventils zu erkennen ist, muss die Hitzezufuhr auf die kleinste Stufe reduziert werden. Die Kochzeit beträgt von nun an 1 Minute.
Da ich schon des Öfteren Schauergeschichten über die Schnellkochtöpfe gehört habe, möchte ich jetzt noch einmal betonen, dass es wirklich wichtig ist, die Hitzezufuhr auf ein Minimum zu reduzieren, wenn einmal das Sicherungsventil auf dem zweiten Ring steht. Der Schnellkochtopf wird nach der Minute einfach vom Herd genommen und stehen gelassen, damit er abkühlen kann. Dass der Topfinhalt anfängt auszukühlen, erkennt man daran, dass das Überdruckventil langsam wieder verschwindet. Je nach Raumtemperatur dauert das vielleicht 3 Minuten. Wenn man es ganz eilig hat, kann man ganz vorsichtig das Drehventil öffnen, um den Druck abzulassen. Ich zeige einmal, wie das geht. Man darf sich aber wirklich nur millimeterweise vorarbeiten. Auch das zeige ich jetzt mal im Original. Ist der Druck komplett abgebaut, lässt sich der Verschluss öffnen und wenn man jetzt auf die Kartoffeln schaut, sieht man, dass sie immer noch brodelnd kochen. Ein kurzer Test, ob die Kartoffeln auch gar sind, was der Fall ist, und das Kochwasser kann abgegossen werden. Das Stampfen der Kartoffeln muss man immer von Hand mit einem Kartoffelstampfer machen. Ein Pürierstab oder Mixer würde die kleinen Kartoffelmoleküle zerschlagen und man erhält ein Mittelding zwischen Kleister und Beton. Nun wird etwas Milch zu den Kartoffeln gegeben und zwar so viel, dass die Kartoffeln ungefähr zu 1/3 bis zur Hälfte davon bedeckt sind, je nachdem wie weich man das Püree wünscht. Die Kartoffeln werden nochmals gesalzen und ich gebe noch eine großzügige Portion Butterflocken dazu, um den Geschmack des Pürees zu verbessern. Pro Person rechne ich 20 Gramm. Einen gestandenen Franzosen würde diese Menge aber zum Weinen bringen, womit ich sagen möchte, dass man auch mehr nehmen kann. Die Milch zusammen mit den Kartoffeln zu erhitzen, spart mir einen weiteren Topf zu spülen. Alles ist nun fertig. Kartoffelpüree hat die Eigenschaft, Wärme unheimlich gut zu speichern, sodass ich jetzt das Fleisch schneiden kann. Zunächst wird der Knochen vom Fleisch getrennt und dann das Fleisch in Scheiben geschnitten. Auch vom Rippenstück wird der Knochen entfernt und es wird halbiert. Püree und Erbsen werden auf dem Teller angerichtet und das Fleisch dazugegeben. Da das Kartoffelpüree schön cremig ist, benötige ich nicht viel Soße, von der ich einfach etwas über das Fleisch gebe. Fertig ist das Essen. Die Kombination von Erbsen mit Kassler mag vielleicht ungewöhnlich sein, ich finde aber, dass die Süße der Erbsen besonders gut zu dem gepökelten Fleisch passt und seinen eher salzigen Geschmack mildert. Zu Schweinefleisch wird ja gerne mal was Süß-Saures serviert und die Erbsen machen da keine Ausnahme. Vielleicht probiert ihr dieses Essen ja einmal aus. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!